Selam aus Alanya. Heute möchten wir euch berichten, warum wir Alanya so besonders finden. Ich habe letztens einen Bericht gelesen über Kanada und zwar die Stadt Toronto. Das fand ich sehr, sehr interessant, denn die haben in ihrem Stadtlogo dieses Logo präsentieren, dieses Zitat Diversity or Strange. Das bedeutet, die Verschiedenheit macht uns stark. Und so sehe ich auch Alanya. Mittlerweile ist jeder Siebte hier in Alanya Ausländer und kommt eben von der Ethnität her von woanders. Und das macht Alanya für mich persönlich auch sehr stark. Und da sehe ich eine Gemeinsamkeit mit Toronto. Das heißt, wir erleben das hier auch in kulinarischen Restaurants, die die Vielfältigkeit bietet. Dann auch nochmal die kulturellen Aktivitäten, die man hier in Alanya erleben kann. Dadurch, dass wir so vielfältig sind. Ja, und wir lieben es sehr, hier in Alanya zu sein, dadurch, dass es gerade so kulturell offen ist. Und eine Freundin von mir hatte gesagt, die hier ausgewandert ist, ich finde, das Besondere an Alanya ist, dass es so liberal ist. Egal, ob du ein Kopftuch hast, ob du frei im Bikini durch die Stadt läufst, es ist einfach frei und offen. Und das ist gerade das, was es so besonders macht, denn ja, sie sind kulturell offen und respektieren einander. Wie siehst du das? Also ich finde das auch sehr schön, ist auch eine wunderschöne Eigenschaft, dass hier also Menschen aus sehr vielen Kulturen hier auch leben und vor allem auch ihr Leben weiterhin auch so führen können, wie sie es zum Beispiel aus ihrer Heimat auch kennen. Und ich will jetzt nochmal zurück auf die russische Bevölkerung jetzt auch nochmal eingehen. Ich habe mich früher immer gefragt, wieso können so viele Türken Russisch in der Region Antalya, Alanya. Jetzt, wo ich hier lebe, weiß ich einfach, dass sehr viele aus Russland, Usbekistan, Kasachstan, also diese Menschen von diesen Ländern auch hier leben. Und der Minister Abdullah Karaoğlu hat vor kurzem auch gesagt, dass in der Region, also Alanya, schätzungsweise zwischen 50 bis 60.000 Menschen aus Russland gerade leben. Die Frage erklärt sich dann dadurch auch automatisch, warum so viele Menschen hier einfach Russisch können. Ja, weil einfach Russen werden jetzt auch von dem Minister, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, von Abdullah Karaoğlu nicht mehr als Ausländer hier in Alanya gesehen, sondern ich zitiere, das sind auch zugleich die neuen Alanyaner. Und wie ich es schon bereits bei meinem letzten Video gesagt habe, der Krieg hat dafür einfach gesorgt, dass die Bevölkerungsgruppe aus diesen Regionen hier vermehrt leben. Und der Minister hat auch bekannt gegeben und gesagt, dass aktuell ungefähr 2,5 Milliarden jetzt im letzten Jahr ungefähr, so die letzten 12 bis 14 Monate seit dem Kriegsbeginn, nur von dieser Bevölkerungsgruppe in Immobilien hier in diese Region investiert worden ist. Also man muss sich mal diese Summe vorstellen, ihr Lieben. 2,5 Milliarden Dollar. Das ist schon eine enorme Summe für so eine kleine Stadt mit knapp hier ein bisschen über 300.000 Einwohner. 350.000 Einwohner. 350, Dankeschön, 350.000 Einwohner, ja. Und wenn wir jetzt wenn jetzt die neuen Zahlen, ich bin jetzt echt auch auf die neuen Zahlen auch gespannt, wenn natürlich jetzt diese 50 bis 60.000 Menschen aus Russland noch hier leben, dann denke ich, dass wir schon mittlerweile dann ja über 400 vielleicht sein könnten. Aber wie gesagt, auf die neuen Zahlen, sobald ich sie natürlich auch weiß und es auch ein Thema vom neuen Video von uns sein wird, werden wir das auch natürlich auch erwähnen. Falls es dich früher interessiert, dann google es täglich. Ja, und vor allem in der Touristenzeit, dann, was jetzt auch schon angefangen hat in der Ja, Saison, ist natürlich auch nochmal viel, viel mehr. Die leben zwar nicht hier, aber dann ist es natürlich auch nochmal vielfältiger und genau. mehr Menschen dann hier in Alanya. Ja, und es sorgt auch dafür, dass, wie gesagt, die Kinder, dadurch, dass so viele Kinder, also aktuell 4.000 laut dem Minister, hier leben, lernen auch schon die Kinder hier zum Beispiel auch, also die türkischen Kinder automatisch nicht nur Englisch, sondern die lernen auch Russisch. Also die wachsen schon automatisch schon mit 3 Sprachen auf, was ich super finde, ja.
und auch toll finde. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel aus Deutschland kommst, hier leben willst, du lernst nicht nur Türkisch und Deutsch natürlich als deine Muttersprache und Englisch weiterhin, sondern es kommt noch Russisch unbewusst dazu, weil deine Klassenkameraden aus Russland sind. Das heißt, du musst dich irgendwie verstehen oder dein Englisch wird automatisch besser, weil das haben wir auch jetzt bei unseren Kindern bemerkt. Das heißt, die Kinder, die zum Beispiel aus Russland kommen, noch nicht Türkisch können, sprechen Englisch und die türkischen Kinder, wo nicht Russisch können, die verständigen sich dann mit den russischen Kindern zum Beispiel auf Englisch und das sorgt halt dafür, dass die Kinder auch von klein auf eine Fremdsprache lernen, ja, auch unbewusst. Und das ist ja nicht so dieses Aufdringen, du musst Englisch lernen, sondern das ist so Die dieses, Praxis, das macht's. die Praxis, Ja. genau. Und es ist ein wunderschönes Lernen, die Praxis. Ja, wir waren zum Beispiel, beziehungsweise ich war mit den Kindern letzte Woche mit der 4. Klasse, waren wir auf dem Tierpark in Antalya und es war so schön, die Klasse mitzubegleiten und die Lehrerin auch zu unterstützen. Denn ich sehe dann auch nochmal, ich habe dann auch noch einen Bezug zu den Schülern in der 4. Klasse und das Besondere ist echt diese Vielfältigkeit, ja. Und diese Vielfältigkeit macht es eigentlich kosmopolitisch. Das heißt, wir sind alle Weltenbürger und in der Klasse von meiner Tochter sind eben, wie du schon gesagt hast, eben russischsprachige Kinder, dann auch einige aus Deutschland, dann aus Dänemark, Spanien, Türken natürlich auch und das macht es total vielfältig und besonders und eben kosmopolitisch. Also Alanya ist eine kosmopolitische Stadt und das ist sehr, sehr schön für uns auch hier zu leben und das auch mitzuerleben. Gerade auch diesen Wandel mit mehreren verschiedenen Menschen zu leben und in der Kultur zu sein, ja, in einer Kultur zu leben, die so offen ist für andere Kulturen. Heute waren wir zum Beispiel im Fitnessstudio zusammen und du hast was ganz Schönes zu mir gesagt. Du hast gesagt, guck mal, wir sind so viele Menschen aus dem Iran und auch Frauen, die ihre Leggings anziehen, ihre Tops anziehen und in ihrer Kraft auch dastehen und auf sich achten und ihre Schönheit zeigen und voller Selbstbewusstsein ihre Schönheit zeigen. Und das finden wir auch so schön, gerade für iranstämmige Menschen, die hier in Alanya leben. Sie können ihre Freiheit hier leben. Und das macht uns natürlich glücklich und stolz, dass wir hier in der Türkei leben und diese Liberalität auch sehen. Und deswegen auch, ja, deswegen finde ich auch, dass Alanya eine kosmopolitische Stadt ist. Ja, das passt sehr gut. Ja. Ja, und ich wollte jetzt noch eine Statistik sagen, Tuba. Und zwar fragen sich ja auch immer wieder Menschen, was das ICAMET angeht, in diesen 4 Stadtbezirken. Also, wie man neue, wie meine kleine ganz tief. Tochter, genau. Also der demografische Wandel zeigt Folgendes, dass der Ausländeranteil in den aktuell Sperrgebieten um über 20% drüber liegt. Sobald wir diesen demografischen Wandel nicht wieder unter Kontrolle kriegen, wird auch in diesen Sperrbezirken kein Ikamet freigegeben. Also 20% ist schon eine enorme Summe, wenn man sich die Einwohneranzahl in diesen einzelnen Mahalles auch sich anschauen würde. Aber dadurch öffnen sich die anderen Bezirke in Alanya und die Vielfältigkeit und die Schönheit der anderen Bezirke, die es in Alanya gibt, bekommen dadurch auch mehr Aufmerksamkeit. Zum Beispiel, als wir angefangen haben mit unseren Immobilienvideos, haben wir sehr stark auch Ober präsentiert. Ober war in dieser Zeit vor 2 Jahren, 1,5 Jahren haben wir angefangen, war da gerade auch in der Wachstumsphase. Da waren noch nicht so viel Immobilien. Aber die Immobilien, die da waren, die wir präsentieren durften, die waren total im Grünen. Überall waren Ja. Orangenbäume und Mispelbäume und Maulbeeren drumherum. Also es ist sehr, sehr grün. Und in Alanya gibt es natürlich ganz, ganz viele Ortschaften, Nebenortschaften, die dieses Grüne noch total haben und noch gar nicht so entdeckt worden sind von vielen Menschen. Ja. Und der Präsident von Alanya Müteahhitler Birliği, Mustafa Küçüker,
hat gesagt, dass aufgrund des demografischen Wandels, was wieder unter Kontrolle gebracht werden muss, was du jetzt gerade gesagt hast, in Bezug zum Beispiel auf Ober, ist folgendes. Er hat gesagt, die Bauunternehmer müssten sich dem anpassen. Das heißt, nicht mehr in diesen Sperrbezirken, in diesen aktuell 4 Sperrgebieten bauen, sondern in die anderen Regionen Projekte, Bezirke. ja, in die Bezirke, in die Mahalles sich orientieren und dort weiterbauen, damit auch, wie gesagt, die ganze Sache auch im Gleichgewicht ist. Es ist enorm wichtig, dass wenn du zum Beispiel in einen Bezirk reinkommst, ja, es ist kosmopolitisch, es ist sehr liberal, sehr multikulti, es ist schön, aber das Gleichgewicht sollte auch dort auch in den einzelnen Bezirken sein. Und deswegen finde ich es auch sehr gut, dass darauf aufmerksam gemacht wird von dem Präsidenten, dass woanders auch verstärkt wieder gebaut wird. Ich denke, die Bauunternehmer, die waren halt natürlich auch total überfordert. Ja, die haben dann ihr Grundstück gekauft, hier und da. Und auf einmal kam halt die Sperre. Ja, ich glaube, alle waren überfordert hier in Alanya. Und in Alanya ist es halt wirklich so, es geht rasend schnell. Es geht so schnell. Also die Wachstumsrate ist wirklich enorm. Es ist nicht irgendwie eine Gondelfahrt, es ist hier eine Achterbahn. Ja, oder ein Schnellzug, kannst du sagen, ICE oder so. So schnell geht es. Und ich denke, dass sie sich dessen auch jetzt bewusst sind. Aber es ist ein guter Rat und ich glaube, das kommt auch immer mehr. Wir sehen auch immer mehr, wie in Demirtaş mehr gebaut wird, Richtung Gazi Pascha. Oder wie du letztens in deinem vorherigen Video erzählt hast, wie viele russische Bürger und Menschen aus der Ukraine weiter nach Mersin gehen. Genau, Aber ich persönlich finde es halt mega cool hier in Alanya, weil du halt alles hier hast, ja. Zum Beispiel in Demirtaş finde ich es auch sehr schön, aber es wächst gerade, ja. genau. Und in Kargıcak zum Beispiel war bis vor einem Jahr nicht mal ein richtiger Einkaufsladen, ja. Jetzt so in der Mittler in Hauptstraße, der dort Hauptstraße, in der hinten, D400. Mittlerweile findest du dort ein Migros und weitere Beam. diverse Lebensmittelgeschäfte. Es Und kommt so, ne? und es ist wirklich so, wie so Ameisen auf dem Boden wachsen gerade die Cafés raus. Also Ja, überall sind gerade Cafés und Patisserien und auch mit so einem französischen Hintergrund. Sehr, sehr schön und sehr, sehr kulturell, sehr offen. Und ja, und das in Alanya ist halt das Schöne, du hast halt wirklich hier alles. Das ist das Besondere. Ne? Auch die Naturvielfältigkeit, dann die Vielfältigkeit der Menschen. Ich habe auch schon im vorherigen Video mal erzählt, wie ich mit einem Freund geredet habe und er gesagt hat, ich und aus Deutschland kommend, ausgewandert ist wie wir auch. Und er meinte, ich fühle mich hier so wohl in Alanya, weil ich hier sehr viele blonde Menschen sehe. Das erinnert mich so an Deutschland, ja. Und diese blonden Menschen sehen wir, weil es hier halt sehr viele Menschen gibt, die aus Schweden kommen, aus den skandinavischen Ländern kommen und auch eben aus Russland und der Ukraine kommen. Und das stimmt, da muss ich ihm recht geben, ja. Das hat auch so einen deutschen Flair dadurch, so gell? einen europäischen, Ja, ne? So, genau. ja. Ja. Ja, stimmt schon. Und was ich jetzt auch noch sagen wollte, ist jetzt auch, dass der Präsident Folgendes noch bekannt gegeben hat. Das Mhm. ist ja auch immer sehr wichtig. Wenn wir Menschen aus verschiedenen Ländern haben, wie zum Beispiel jetzt auch ich, wie ich es vorhin erwähnt habe, aus Russland, 50.000 bis 60.000, ja, dann die 2,5 Milliarden Dollar in Immobilien investiert haben, um hier ansässig zu werden, müssen wir auch davon auch ausgehen und wir gehen davon auch aus, dass die Leute, die wo hier bleiben, auch sich hier selbstständig machen werden und auch in diverse Geschäfte investieren werden. Das heißt also, es werden in den nächsten 2, 3 Jahren sehr vieles von russischen Bürgern erwartet, die hier auch weiter ihre Geschäfte führen, was sie davor zum Beispiel in Russland gemacht hatten oder in Kasachstan, sage ich, in der Ukraine, ja. Und das könnte auch nochmal für einen wirtschaftlichen Aufschwung auch hier nochmals sorgen. Und also der Präsident Abdullah Karaoğlu freut sich auch natürlich auch, dass die Personen, die wo hier ansässig werden, auch hier auch ihre Geschäfte oder ihre neuen Geschäfte gründen möchten. Und es wird auch dafür sorgen, dass wir hier in Alanya einen ganz anderen Aufschwung haben werden, weil es
weitere Investoren gibt, die dann hier auch ansässig sind. Das heißt nicht nur Investoren, wo draußen leben und nur investieren, sondern auch Investoren, die auch hier leben und ihre Geschäfte von hier aus betreiben. Dies sorgt auch dafür, dass auch nochmal Arbeitsplätze in Alanya oder neue Märkte sich hier erschließen können und neue Arbeitsplätze entstehen. Letztens haben wir zum Beispiel in den Nachrichten gelesen, dass ein russischer Bürger in Alanya sein privates Auto angeboten hat und als Taxifahrer dann unterwegs war. War das Uber? Das war nicht Uber, das war so Korsancılık. Ah, Also das okay. heißt so Pira. Piraterie, heißt es. In Istanbul wird das auch sehr viel gemacht, so dass die Taxifahrer, dass es zu den Taxifahrern noch zusätzlich eben die Korsans gibt, also die Piraten, die dann praktisch mit ihren privaten Autos dann eben auch die Dienstleistung anbieten, andere sogar etwas günstiger irgendwo hinzufahren. Mhm. Und da haben sehr viele Taxifahrer dann hier in Alanya rebelliert und haben gesagt, jetzt geht's los, ja, jetzt fangt ihr hier mit sowas an, ja. Aber es ist natürlich auch so, dass die Menschen, die dann hier leben und eigentlich ursprünglich von außerhalb kommen, sich hier halt auch was aufbauen möchten, was du vorhin schon gesagt hast. Und Genau. mittlerweile ist das ja in Istanbul total etabliert. Klar, nicht gern gesehen, aber es läuft, weil einfach die Taxis, die dort sind, zu wenig sind und es wird hier in der Hauptsaison genauso sein. Ja, und es ging ja auch darum, dass bei der Piraterie, also Korsan, Autofahrer, Taxifahrer, ging es ja auch darum, dass sie auch keine Genehmigung hatten Ah, okay. und auch zudem nicht eine Versicherung hatten, Mm. wo die mitgeführten Gäste in deinem Wagen auch automatisch versichert sind. Das heißt, du hast einen Gewerbebetrieb, du fährst jemanden von A nach B, du verlangst dafür Geld, aber die Person, falls ein Unfall passieren würde, jetzt sagen wir mal einfach jetzt firmentechnisch, ist dann nicht mitversichert. Ja, das heißt also, als Versicherungsbetrug liegt vor, dann Steuerhinterziehung und Ausführung eines Gewerbebetriebes ohne Genehmigung. Ja, das sind alles also Jetzt sehr weiß er viel. es bestimmt. Jetzt weiß er es, genau. Genau. Und wenn man halt eine Firma gründen sollte, dann sollte man das auch immer ordentlich machen. Ich habe zum Beispiel heute auch wieder die Rechnung vom Steuerberater bekommen, natürlich auch gleich überwiesen. Und alles sollte seine Ordnung haben und dann wird auch natürlich dem das gegeben, was er verdient. Und man verdient eigentlich immer das, was man verdient. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, hier in diesem wunderschönen Ort zu leben. Und es hat jetzt gerade vor einer Stunde noch total geregnet und jetzt scheint schon wieder die Sonne und wir erleben hier immer die schönsten Regenbogen und die atemberaubendsten, ja, Naturereignisse. Und dafür sind wir sehr, sehr froh, das in dieser wunderschönen Stadt erleben zu dürfen. Und gleichzeitig haben wir jetzt unsere Ferienhütte so gut wie fast fertig. Also wir nehmen jetzt schon Reservationen an und es kommen auch schon reichlich Anfragen. Dafür sind wir sehr dankbar, auch für euer Vertrauen. Es ist hier eine wunderschöne Gegend, vor allem wenn du dir selber sagst, ich brauche jetzt gerade eine Auszeit, ich möchte ein Buch schreiben, möchte einfach in die Kreativität gehen und brauche Ruhe. Wir haben hier, das Einzige, was hier echt laut ist, sind Hühner in der Umgebung und unsere Hunde. Aber sie sind sehr, sehr lieb und vor allem, wenn du dann selbst sagst, ich bin total tierlieb und mir tut es auch gut, so als Therapie Hunde zu streicheln, mit Hunden zu sein. Es erhöht ja unser Oxytocin, unser Kuschelhormon und beruhigt uns und nährt uns. Und wir haben hier besondere Momente immer und sind sehr dankbar, hier zu leben. Und wir bieten dir das an. Du hast die Möglichkeit, hier auch für ein paar Tage dich zu entspannen. Und vielleicht machen wir sogar gemeinsam morgens Yoga. Das wäre schon mal ein schöner Start in den Morgen. Ja, also zu den Hühnern wollte ich jetzt sagen, also die Hühner hörst du vielleicht am Morgen einmal krähen und das war's auch. Also ich höre sie jetzt tagsüber eigentlich nie, außer ein Hund würde sie jagen, aber hey, unsere sind eingesperrt. Also Aslan jagt keine mehr zurzeit, Gott sei Dank. Ich will ja auch keine Probleme mit meinen Nachbarn haben. Und ja, die Hütte ist 3 Meter auf 5 Meter, hat Platz für 2 Personen, eine kleine Miniküche, Dusch, WC, Sanitäranlagen und ja, eine kleine Mini-Terrasse und sie ist direkt neben uns. Also falls du jetzt dich fragst, wo ist die Hütte, sie ist direkt neben uns Es und du kommen auch hast, bald Videos und genau, Bilder genau, also und was ich jetzt genau. noch drin noch machen muss, die Matratze, die ist schon gestern geliefert worden, also heute wollten wir eigentlich das Bett reinstellen und die Matratze auftun
und dann ist sie eigentlich fertig. Also Stühle sind auch schon da und Die Gardinen kommen noch die diese Gardinen Woche. kommen diese Woche. Also das heißt also, ab nächster Woche, wenn du, also wie es Tuba gerade gesagt hast, nicht nur für ein paar Tage, sondern du kannst auch natürlich auch sie für länger buchen. Eine Woche, 2 Wochen. Wir haben ja die Saison. Die Saison ist jetzt eröffnet, die nächsten Monate. Und genau, du kannst so lange bleiben, wie du willst. Das ist okay. Das war es jetzt eigentlich meinerseits und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Deine Tuba. und dein Selçuk. Bis dann. Ciao.